Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 67. Folge von Playmocast. Und bei mir in dieser 67. Folge ist Tobi wieder dabei. Tobi, herzlich willkommen. Moin Lars, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gerne, freut mich auch. Wird auch, glaube ich, eine geile Folge, weil es sehr, sehr viel mit Geschichte zu tun hat. Auf der einen Seite mit der Geschichte von Playmobil, weil wir eine Epoche nochmal besprechen. Und zwar die Rosa-Serie, und passend dazu bist du so ein bisschen rosa auch gekleidet, ne? Ja, pink. Ja gut, stimmt, Pink. aber schon dicht dran. Ja, aber ich mag pink. Ne, pink ist cool, ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde auch. Das sieht auf jeden Fall fresh aus. Und weil ich sagte, so ein bisschen historischer Aspekt spielt hier auch mit. Wir haben in der 48. Folge den ersten Teil gemacht, dieser Nostalgiebesprechung. Und die 48. Folge war auch die erste Folge, in der wir damit angefangen haben, Spielrunden zu verwenden. Deswegen ist das hier irgendwie auch nochmal ein ganz witziger Aspekt. Wir spielen heute eine Runde Wohin damit? Wohin damit? Wohin damit? Wir haben 5 Kategorien mitgebracht. Die habe ich mal festgemacht. Ich glaube, dann geht die Einordnung ein bisschen schneller. Tobi, was haben wir auf der 5? Die Nichtschwimmer. Wenn uns in dieser Spielrunde ein Artikel dann gar nicht gefällt, auf der 4 haben wir das Seepferdchen. Das ist nicht gut, aber nicht ganz schlimm. Also ganz Das hält okay sich noch. schon mal über Wasser. Auf jeden Fall. Wie das dann aussieht, ist dann eine andere Frage, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Auf der 3, Tobi. Ja, da gehen wir aufs Treppchen, ne, mit Bronze. Ja, da gehst du schon ziemlich dicht dran. Ne? Also da ist schon ein bisschen was gewonnen mit. Auf der 2 ist völlig überraschend, muss man auch sagen, Silber. Und dann haben wir auf der 1, Tja, was kommt da jetzt wohl? das ist schwierig. Natürlich Gold. Natürlich, wir haben Goldsets, ja. Und ich glaube, die Nostalgie-Reihe ist auch prädestiniert dafür, hier ein paar Goldsets mit dabei zu haben. Wir haben einen alten Bekannten noch mitgebracht. David Hasselhoff ist noch dabei. Das ist nämlich unser Joker. Mega. Ist leider ja noch, du hast das noch nicht, das ist ja nicht das Baywatch. Oh, er hat das Seepferdchen auf seiner Badehose, das ist ja niedlich. Ja, habe ich raufgemacht. Ich dachte mir, so ein bisschen im Podcast-Farben mache ich es nicht komplett als Kopie, sondern Ja, sehr schön. passt Sehr, das hier sehr ein bisschen cool. an. Der Joker ist natürlich wieder das Set, was wir persönlich am besten finden. Und alle diese Joker-Sets, die werden wir am Ende nochmal in der Spielform Joker nochmal separat irgendwann auswerten, wenn wir denn genug haben. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein. Und für alle, die den Podcast nicht auf Spotify hören, weil ja nur 46% ungefähr auf Spotify hören, ihr könnt gerne, wenn ihr das nicht mit Video macht, auf Spotify dann die Artikelliste nutzen, die in der Podcast-Beschreibung beigefügt ist. Also die könnt ihr euch da angucken, so habt ihr alles da in der Übersicht. Oder ihr macht es natürlich dann ganz praktisch und geht auf YouTube, abonniert natürlich ganz klar dabei unseren Kanal und könnt euch da die Artikel auch im Video angucken und könnt dann am Ende sogar noch, also mehr können wir euch nicht bieten, kommentieren, wer hier die bessere Zusammenstellung mit dem besseren Joker am Ende dann gebracht hat. Also das glaube ich ganz cool. Den Joker wählen wir ganz zum Schluss aus dann? Oder Kannst du schon auch zwischendurch machen. Also wenn du jetzt zwischendurch schon sagst, boah, also das ist ja so ein geiles Set, also besser kann es ja gar nicht werden, dann Ja, aber kannst du es- das auch schon vorher machen. Also ich wollte sagen, ich kenne die Sets ja noch nicht. Ich habe mich ja Ja. heute wirklich inspirieren lassen. Das heißt, also ich gehe jetzt ja, ich habe zwar die Seite auf, weiß aber noch nicht, um was es geht beim ersten Set. Und deshalb, also wenn es für dich okay ist, würde ich das zum Schluss machen. Dass ich vielleicht dann nochmal sage, okay, das ist jetzt tatsächlich das Top-Set aus der Reihe. So machen wir das, ne? Das können wir absolut so machen. Das ist ja auch ein bisschen cooler, wenn man da komplett unvoreingenommen da Ja. ins Ranking geht. Und ich habe mir die natürlich angucken müssen, weil ich die rausgesucht habe, aber habe mir nicht so richtig viele Gedanken gemacht, aber habe, glaube ich, schon einen richtig klaren Favoriten dabei und Oha. kann sein, dass ich den dann auch nenne, wenn es soweit ist. Da muss ich mal schauen, wie ich es taktisch mache. Ja, krass. Mein Favorit ist David Hasselhoff. Der hat schon gewonnen. Es ist so witzig. Ich habe jetzt tatsächlich die letzten Tage How I Met Your Mother mal wieder geguckt. Und da hat Ted Mosby eine Stadtführung gegeben. Und dann hat er dort, hat sich eine deutsche Gruppe
dazu gesellt und dann hat er mit Barney irgendwie so Abstimmungen gemacht und dann kam irgendwann die Abstimmung, wer findet David Hasselhoff gut und dann haben nur die Deutschen den Arm gehoben. Stark. Ja, irgendwie sind nur wir mögen ihn, aber ich mag ihn. Ich war sogar vor ein paar Jahren bei ihm auf einem Konzert. Stimmt, das hast du gleich mal im Podcast erzählt, glaube ich. Das war sensationell. Also von daher, Passt. ich meinst bin bereit für unser Ja. Ranking. Du bist bereit für die 5601, für die Hochzeitskutsche. Wir gehen wie in Folge 48 mit einem Fahrzeug ans Werk. Und wie gesagt, haben einmal die Kutsche mitgebracht hier. Und Tobi, wie sieht es bei dir aus? Die finde ich schon mal ziemlich cool. Ja, Das sind natürlich die alten Pferde, das sind ja sowieso meine Favoriten. Tatsächlich, die Kutsche ist jetzt zu in Anführungszeichen nur das eine Bild, aber sie ist schon ziemlich gut. Also, ja, wir starten gleich. Wir dürfen ja mehr auf Gold als 1, ne? Wir dürfen ja ruhig. klar. Ja, komm, gleich Gold. Das finde ich sehr gut, das Set. Mir gefällt mir gut. Das Hochzeitspaar ist nett. Das Ja. Mädel dabei, die Kinder dabei sind nett. Das sind Blumen hast du dabei, da sind Tauben dabei. Krass, also gutes Ding. Ja, komm, Gold. Wir sind großzügig am Anfang. Also ich zumindest. Ich habe auch überlegt wirklich zwischen Gold und Silber. Und ja, komm, Gold. Oder warte, ich muss kurz überlegen. Nee, ist perfekt, ist ein Goldset, gehe ich auch Ja, mit. guck mal, der hat sogar da eine Blume auf seinem Revers da irgendwo. Ja, ja, der hat alles Und außerdem, der Bräutigam erinnert mich an Professor Mobilux. dabei. Ja, So ein bisschen. Geile Klamotten, also, ne? schönes Ding. Nee, da Ja. kommen wir. Also bin ich fein mit. ja, ich war beim roten Polyester so ganz kurz, beim roten Polyester der Kutsche, dass ich so ganz kurz gedacht habe, ja, ist Ja. doch mein Fall, aber ist schon geil, ne? Auch die Räder dann dazu, das ist schon nett. Ja, ist schon schick. Also schwarz-weiß-rot, dies ist ja generell, finde ich, das sind Farben, die man immer sehr gut zusammen mit den, ne? Das ist ja jetzt in erster Linie weiß, aber du hast ja auch so ein bisschen das Schwarze damit bei und das Rote. Ich finde, das ist eine ganz gute Kombi, die du so Ja. farblich machen kannst. Eintracht Frankfurt Trikots, schwarz-weiß-rot Ja. sehen auch immer gut aus. Auf Also jeden von Fall. daher, ne? Genau. Genau, also Gold. Da sind wir uns einig hier beide. Ja, finde ich auch sehr cool. Ich hab gar nicht mehr so viel zu dem Set zu sagen. Ist einfach schlüssig und es sieht beim Draufgucken einfach richtig, richtig gut aus. Und ja, finde ich schon sehr cool. Und ähnlich wird es, glaube ich, beim nächsten Set auch. Mit der Produktnummer 5507 ist das die Familie. Und ich schicke mal ganz kurz Tendenz raus und sage Gold. Ja, ich bin gerade ein bisschen verdutzt. Das ist doch die Familie, die auch bei der großen Villa dabei ist, ne? Das kann sein. Von Anfang an, ne? Das ist doch. Ja, Hast du das Puppenhaus irgendwo gerade vor Augen? ich habe das gerade hier. Genau, da kommt ja nachher noch Ja. bei uns wirklich mit hier in der Artikelliste, kann ich schon mal spoilern. Ach so, okay. Und- Super, ja. Ja, ist komplett richtig. Das ist genau die Familie. Stimmt. Okay. Dann, gut, hat das einen Einfluss auf meine Wertung an sich? Hm? Ja, ich finde, also, nee, eigentlich. Also, ich würde sie vielleicht nicht ganz in Gold reinpacken, aber Silber ist es schon. Ja. Ich denke schon. Doch, ja. Also, es ist schon, ja, er ist vielleicht ein Zacken zu Zu drüber? pink-violett, Ja, aber ihr Blau ist natürlich echt fein, ne? Das sieht echt gut aus. Das ist schon ein schickes Blau. ja. Ja, ich packe sie in Silber. Also ist nicht das Top-Set, aber ist gut. Oh, ich sag dir ganz ehrlich, wenn jetzt, also mir wäre, glaube ich, komplett egal, wie die Mutter aussehen würde und wie der Vater aussehen würde, auch so ein bisschen. Ich würde mich jetzt wirklich alleine von dem Mädchen, von der Kleidung des Mädchen leiten lassen und denke mir so perfekte Kleidung ist das hier. Also so geil. Das sieht so cool aus, einfach stimmige Farben. Also Ja, gefällt das mir so stimmt. gut. Ja, das ist wirklich toll aufeinander abgestimmt, ja. Ja, also ich finde, also schon alleine die Figur hat es verdient, das Ja. Set auf Gold zu packen, finde ich. Der Kinderwagen dazu, der ist so süß. Also, das kannst du nicht viel Na besser gut. machen. Ja, ich lasse mich überzeugt. Ich gehe auch mit hoch. Okay. Okay. Haben die schon gut gemacht, ne? Also, Ja, auf jeden Fall. Also damals, wir sind ja oft in diesem Zeitalter irgendwie unterwegs und ich finde, damals haben sie sich echt noch sehr, sehr viel Mühe gegeben mit Ja. ja, passt sehr gut. sehr, sehr coole Details sind hier am Start, ne? Und ob beim nächsten Set dann auch sehr, sehr coole Details am Start sind, das werden wir jetzt in den nächsten 5 Minuten herausfinden. Das ist die Produktnummer 5551, der Musiksalon.
Tobi, wie ist deine Tendenz? Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Nee, Nee, Gold. 100%ig. Wirklich? Ja, ich mag das total. Ich finde das Set mega. Ist eins, also wirklich, dieses Klavier ist ja der Hammer, da Ja, oben Beethoven ja, ja. drauf. Es ist zwar auch wieder so ein bisschen schwarz-lila, das ist vielleicht ein bisschen häufig in der Serie, aber der Teppich dazu und Ja. ja, nee, da gibt's für mich keine zwei Meinungen. Für mich jetzt persönlich, ich finde das echt gut. Ja. Also Gold. Okay, ich habe ein bisschen Angst nachher, dass ich zu viele Sets einfach zu gut bewerte. Und da habe Ja. hab ich natürlich gedacht, das Klavier ist perfekt. Alle Details, die dabei sind, sind natürlich perfekt. Aber weil ich mich ja so ein bisschen von Figuren auch leiten lasse, wie du gerade schon bemerkt hast, ja, ich pack das auf Seepferdchen. Ernsthaft, wegen der Figur? Ja, tut mir leid. Krass. Ich bin da ein bisschen Aber guck mal. verblendet. Hm? Der hat ja seine Haare wie Beethoven. Ja, das ist ja das Schlimme. Ja, aber ist sein Idol, was soll er machen? Stimmt. Stimmt, der Weg war nicht mehr weiter. Also, nee, das gefällt mir nicht. Nee, ist okay. Das ist, ja, ich finde die Figur auch schwach, aber das Drumherum ist gut. Und Ja. naja, komm, Silber. Silber, vielleicht doch lieber Silber. Ja. Ja, die Figur ist wirklich, also ich mag diesen Schnauzer, habe ich ja, glaube ich, sowieso schon mal gesagt, in der Westernwelt auch nicht so gerne. Der hat mich irgendwie so ein bisschen, und die Haare dazu, du hast ja recht, und auch also die Figur ist Nichtschwimmer Ja. und das Drumherum ist Gold. Ja, So, absolut. und wenn wir Ja. das zusammenzählen, dann sind wir bei Silber. Ja. Stimmt, ja. Ich müsste ein bisschen höher gehen, aber weil ich die Figur wirklich auf Nichtschwimmer wirklich gesetzt hätte auch. Ja, Nichtschwimmer, genau, Der ja. kann- Ich mach mal Seepferdchen. Ich glaube, das passt, glaube ich. Da kannst du Beton an die Füße binden, dass sie nicht mehr hochkommen. Aber ordentlich. Ja. Also wir kommen zur 5506, zu dem Fahrradboten. Ich habe gesehen, dass der im Englischen, glaube ich, heißt der sogar Brezelverkäufer oder bin ich gerade richtig desorientiert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich sag dir schon mal eins, Tobi, das ist mein Joker. Also Echt? ja, also ich finde das Set, was ich mit Abstand am meisten liebe. Das heißt natürlich, ich liebe mehr als ein Set und wenn man wenn man mehr als eine Sache liebt in einer Beziehung oder hier in dieser Beziehung bei der Betrachtung zum Beispiel, dann geht das meistens nicht gut aus. Aber in dem Fall bin ich bin komplett verliebt in dieses Set und gehe natürlich automatisch auf Gold und David Hasselhoff holt den Fahrradboten auf jeden Fall persönlich ab. Guck mal, und da bin ich etwas kontra, tatsächlich. Weil ich dieses Set tatsächlich gar nicht kenne. Genau. Warum auch immer. Ich kenne es nicht. Die Figur finde ich top. Aber der gesamte rechte Teil gefällt mir nicht, weil das alles nur grün ist. Verstehe ich. Das ist, wenn ich das in der Mitte teile, ne, würde ich das auf Gold setzen. Weil ich die Figur toll finde. Ich finde das Heck gut. Dass der Aufkleber oder das Symbol oben finde ich auch echt gut. Na, wenn du so mal halbierst und dann nur vorne guckst, denkst du, das ist ja alles nur grün. Ja, das stimmt. Und das ist etwas schade, weil das haut mich ein bisschen raus. Aber deshalb packe ich es auf Bronze. Okay. Weil ich finde, das ist an sich, also ich glaube, wenn wir den Lenker noch irgendwie in schwarz gehabt hätten und vorne die Lampe auch in schwarz und dann mit einem gelben Klecks vorne drin, dann wäre ich dir gefolgt, dass die Pedale jetzt nicht unbedingt so sind, das ist mir wurscht, aber das ist mir zu viel grün vorne. Auch, dass die Lampe keinen gelben Klecks bekommen hat. Von daher, ja, schade. Also es ist wirklich eigentlich ein tolles Set und das ist das Einzige, das hätte mich auch als Kind gestört, weil ich weiß, dass sie ja die Motorräder damals auch schon anders gemacht haben, weißt du? Wir haben ja schon ein paar Mal über mein Lieblingsmotorrad gesprochen. Ja, müssen wir auch noch Und da hast du verwenden. dann sonst so einen gelben Aufkleber notfalls gehabt. Also machbar war es für die, ne? Und deshalb ist es sehr schade, weil eigentlich ist es wirklich ein schönes Ding. Ja. Und deshalb packe ich es auch auf jeden Fall in Bronze. Aber die rechte Seite verdirbt mir den weiteren Weg nach oben. Ah, krass, okay, weil Ich hoffe, du kannst das irgendwie verstehen. ja, absolut, er ist ja gut begründet, aber ich würde dir sagen, das ist alles so ein bisschen minimalistisch, die Figuren sind ein bisschen einfacher und ich bin ja wirklich gar kein Fan dieses Grüns so oder generell von grünen Tönen, so heißen die, vom Playmobil und ich finde das wirklich, also das stört mich hier gar nicht, ich finde das so schlüssig und so geil und ich kannte das Set vorher wirklich auch nicht, also bin da komplett unvoreingenommen reingekommen und dachte mir so,
das ist so krass. Also mir gefallen die Farben so gut, dass ich die Farben der Figur auf diesem Fahrrad dann wiederfinden. Das weiß ich nicht. Also holt mich komplett ab. Das ist so simpel, aber schon ziemlich geil. Ja, es ist wahrscheinlich sogar als Kind ist dir das wahrscheinlich sogar scheißegal, Entschuldigung, dass das so ist, aber wir gehen ja heute auch ein bisschen mit der, ne, und vor allen Dingen mit dem Wissen, dass es auch noch mehr gegangen wäre, wenn man gewollt hätte, Ja, sozusagen. ja, genau. Ja, und deshalb strafe ich Playmobil im Nachhinein ein bisschen ab. Aber Bronze ist ja immer noch gut. Ja, Du stehst ja auf dem Treppchen, von daher auf jeden Fall. Ja. goldene Mitte. Auf jeden Fall. Genau. Es kann nur noch aufwärts gehen, Stimmt. wieder. Vielleicht auch direkt mit dem nächsten Set, mit der 5502, mit unserem 5. Set. Das Dienstmädchen mit Kinderwagen und natürlich in der Zeit, in den 90ern, wird das hier mit Bindestrich einfach nur getrennt. Das macht sich gut, dann weiß man auch direkt, was da im Set drin ist. Und Tobi, wo würdest du es hinranken? Ah, muss ich schon wieder einen vorlegen hier. Alter. Ich kann ja nicht alles in Gold tun, ne? Nee? Das geht ja Obwohl, nicht, das geht trotzdem, ja, natürlich, eigentlich schon. Also ich muss schon sagen, der Kinderwagen ist schon echt Ja. schick. Ja, Sehr diese grazilen Räder da, Mhm. das ist schon echt fein. Und im Prinzip hat das Mädel ja das Outfit an von dem aus der Familie, bloß in anderen Farben. Und ich finde auch die Farben, grün-weiß, gefällt mir natürlich immer. na klar. Aber ich finde aber auch, das Rosa passt dazu tatsächlich. Ja, Also ich jetzt. Das Dienstmädchen finde ich auch ziemlich gut. Das Baby ist auch okay. Reicht das für Gold? Ich pack's mal in Silber rein. genau, da wollte ich es auch packen. Ja, doch, Silber reicht. Ja, irgendwie reicht es mir nicht ganz für oben. Ich finde, das Mädchen Nee. hat ganz coole Klamotten an, weil ich diese Farbkombination so eigentlich gar nicht mag, aber an dem Mädchen macht es irgendwie Sinn. Also sieht cool aus, finde ich, ist schon okay. Ja. Diese Babyfigur da, die ist natürlich, also ich finde dieses Orange-Weiß, finde ich sehr, sehr cool. Die Magd ist cool oder was auch immer das da sein soll. Ja, das ist keine Magd, das ist ein, Das Kindermädchen. genau, das Kindermädchen. Das finde ich ganz cool. Der Kinderwagen ist natürlich perfekt, aber irgendwie fehlt es mir dann so ein bisschen für die Spitze und Ja. ich gehe da auch auf Silber. Und Silber ist ja, wie gesagt, auch eine gute Position. Ne? Ja, definitiv. Wir gehen zu unserem nächsten Set, zu unserem 6. Set. Da haben wir mitgebracht den Rosenkavalier. Ja, nicht ganz. Die 5400. Der Radfahrer mit Blumen. Und hier muss ich gerade ein bisschen überlegen schon. Und zwar gehe ich auf. Oh. Ich finde es irgendwie auf der einen Seite richtig gut, auf der anderen Seite das komplette Gegenteil. Also ich bin da wirklich hin und her gerissen. Ja, ist so ein bisschen unspektakulär. Ja, und bei den Farben weiß ich nicht so richtig, was ich da erwarten soll. Ich gehe mal auf. Ja, Bronze. Ja. Eigentlich müssten wir es ja auf die 4 packen, weil da unten steht drin 0 bis 3 durchgestrichen. Auf deinem Bild. Nee, aber ich kann deine Ansicht total teilen. Das ist so, ja, irgendwie eigentlich ganz gut, aber andererseits dann auch wieder vielleicht in einer anderen Farbe noch schöner. Ja. Und es ist nicht schlecht. Und deshalb bin ich da voll bei dir. Das ist eine Bronze, weil es einfach, es ist nicht richtig schlecht, aber es ist halt auch nicht richtig gut. Ja. Aber es hat's auch nicht, also es ist jetzt auch nicht, dass es rausfallen sollte. Tobi, ich wollte so gerne wirklich, ich wollte wirklich auf, auf das Seepferdchen kämpfen. Ich wollte es wirklich dahin schieben, aber ich konnte es irgendwie nicht mit mir vereinbaren, weil genau die Punkte, die du genannt hast, dann wirklich eigentlich dann auch für das Set sprechen, weil das Fahrrad ist gut, finde ich, das ist cool gemacht. Dieser gelbe Korb gefällt mir jetzt nicht und der Hut der Figur gefällt mir nicht. Und Nee, da bin ich bei dir. das passt so farblich auch gar nicht rein. Nee, genau. Und deswegen ist schon ganz süß, aber das ist jetzt okay. Ne? Also, wie gesagt, Ja. Bronze ist jetzt auch nicht so schlimm. Nee, alles gut. Wir gucken mal, ob das, ob das nächste Set ein bisschen besser ist oder ob das vielleicht in die gleiche Richtung geht. Wir kommen zu den Einrichtungen und natürlich geht es hier ganz, ganz viel
um das sogenannte Puppenhaus. Und deswegen gibt es dazu natürlich auch die verschiedenen Zimmer, die da reingehören. Und mitgebracht haben wir die 5324. Das ist nämlich das Badezimmer. Und ich muss, glaube ich, vorlegen, ne? Nee, du hast beim Radfahrer gerade vorgelegt. Ah, okay. Meine ich. Ja, du warst erst in Bronze. Okay. Du kannst gerne vorlegen. Nee, mach Ich ruhig. bin gespannt. Also ich habe meine Meinung schon gefestigt. Okay. Soll ich machen oder willst du? Ja, mach mal. Ich bin gespannt, was du danach sagst, wenn ich sage, was ich denke. Weil ich habe eine Tendenz zwischen Bronze und Seepferdchen. Auf den ersten Blick finde ich es richtig, richtig gut. Und auf Ja. den zweiten Blick dann gar nicht mehr. Ist nicht so Okay. einfach. Die Sachen sind natürlich cool, aber mir gefällt diese Gestaltung halt nicht, was komplett subjektiv ist. Also wenn du gleich sagst, das ist auf jeden Fall Gold, weil so viele coole Details dabei sind, verstehe ich es zu 100%. Ja, ich gehe mal auf Bronze. Ja, also ich würde es in Gold tun. Okay. Tatsächlich, weil es kratzt sogar an David Hasselhoff, Oh. weil ich nicht weiß, was noch kommt. Mhm. Weil ich finde, dieser Kachelofen alleine, ne, das ist Mhm. schon mit der Dusche, das ist schon mega. Und dann Toilettenpapier da dran und Ja, stark. Ja, die ja. Toilette an sich und so weiter. Also es ist schon so liebevolle Details da drin. Mhm. Ich finde gerade in diesem Set und von daher ist das schon, finde ich, wirklich eins der besseren. Da sind die Figuren sogar für mich in dem Moment gar nicht so relevant. Mhm. Du hast ja dann alle Zimmer irgendwie gefühlt und die Figuren kannst du dann ja austauschen. Wichtig ist ja, dass du das Zimmer hast. Und Ja. von daher, ich finde das schon richtig gut. Also auch die Badewanne mit den Füßen und so. Ja. Also ist schon auf jeden Fall bei mir, ich packe es auf jeden Fall in Gold rein, weil ich das wirklich gut finde. Also es gibt Zimmer, die ich deutlich schlechter finde. Bin mal gespannt, ob davon noch irgendwas kommt. Wollte ich gerade sagen. Aber so 2, 3 Zimmer habe ich, die ich nicht so gut finde. Ja. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich hier an diesem Blumenmuster aufhalte. Ich finde das ganz, ganz furchtbar und das trübt komplett meinen Eindruck. Ja, das kann ich auf eine gewisse Art und Weise verstehen. Auf der anderen Seite ist es halt, wo wir vorhin schon gesagt haben, ist es so ein bisschen historisch angesehen. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, ob es 100%ig sowas gab, aber Ich hoffe nicht. ja, aber ich finde es, also für mich passt es total dazu. Auch wenn ich es Ja. nicht unbedingt haben müsste. Es wäre wahrscheinlich auch total toll, wenn zumindest die Badewanne auf dem Kachelofen, kennst du sowas, ja, dass da so ein bisschen, oder ist ja kein Kachelofen, es ist ja halt, ne, ist ja nicht gekachelt, aber so, weißt, was ich meine, ne? Na klar. Und ja, auf der Badewanne ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mein Gott, ja, da mochte das einer gern und Genau. why not? Für mich ist das jetzt okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf dem Toilettenspülkasten ist auch was drauf. Stimmt, aber ja, da sind schon sehr, sehr viele Details dabei. Ne? Also Ja. da muss man wirklich sagen, also wegen des Designs hätte ich es, glaube ich, tiefer gerankt, deswegen habe ich kurz überlegt, aber weil halt so viele coole Sachen dabei sind, müsste man das Set eigentlich automatisch auf Silber packen. Aber ja, Allein der Wasserhahn und der Spiegel und so, das sind ja alles auch wirklich Teile, die zumindest damals ja neu waren. Ne? Das ist ja alles dafür gemacht worden und das finde ich schon, genau. mir gefällt es. Ja, verstehe ich auch. Mir gefällt das nächste Set sehr gut, kann ich schon mal sagen. Das ist die 5403. Wir haben Kinder mit oder und. Der Schrägstrich ist natürlich wieder dabei. Puppenwagen. Soll ich vorlegen oder willst du? Ich habe gerade schon, ne? Ja. Das ist schwer. Ich könnte direkt rausschießen. Sag du mal. Gold. Echt? Ja, ich lieb's. Ich weiß nicht. Also natürlich werden jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, hey, das ist ein Goldset, aber das Badezimmer nicht. Aber ich find's perfekt. Boah, das kann man schon differenzieren. Ich verstehe dich schon. Aber ich schwanke zwischen Bronze und Silber. Mhm. Mir ist das ein bisschen, mir gefallen da seine Stelzen nicht so sehr. Das ist mit dem, aber das ist halt auch wieder so ein ästhetisches Ding aus heutiger Sicht. Ne? Wenn ich, glaube ich, als Kind das sehen würde, ja, ich pack's in Silber rein. Ist okay. Weil der Junge gefällt mir ohne die Stelzen, ist der echt farblich, finde ich den top. Ja, ja, ja. Der erinnert mich so ein bisschen an den einen von der Silver Ranch. Der hatte ja auch so
gelben Hut und ein blaues Hemd und hatte dann eine schwarze Hose, aber ähnlich. Den mochte ich auch immer sehr gern. Also ich mag dieses hellblau-gelb, diese Kombi mag ich sehr gern. Ja. Ja, ansonsten ist es solide. Also ich bin bei Silber. Du bist bei Gold. Ich bin bei Gold. Ja, ist auch wirklich immer so krass, wenn man so auf die Figuren der Nostalgie-Serie guckt, wie einfach da Kinder gestaltet wurden. Oder teilweise auch die Kindermädchen oder so. Und die sehen ja alle so perfekt aus. Also da ist gar nicht so viel dran. Du musst gar nicht so viel machen. Du kannst ein bisschen mit Farben spielen, mit Farbkombination. Und dann sieht es Ja. einfach auch schon sehr, sehr gut aus. Und ich finde, der Junge ist somit die beste Figur, die es gibt. Und davon haben wir hier, wie wir schon gesehen haben, in der Nostalgie-Reihe ja einfach einige. Ich finde, das Mädchen hat auch perfekte Kleidung. Ich verstehe den Hut nicht. Vielleicht ist der Hut dabei, weil die Stelzen in diesem Grün, das ich sonst nicht mag, aber hier wirklich absolut liebe. Die Stelzen finde ich perfekt, den Kinderwagen finde ich perfekt. Also, boah, ich finde, die haben hier komplett gekocht. Wirklich. Aber einen kleinen Makel habe ich in Anführungszeichen noch. Du siehst damals auch schon Gussgrate, ne? Wenn du so auf das Bein von dem Mädel guckst, Stimmt. da ist so ein Gussgrat in der Mitte. Also Stimmt. ich habe gedacht, das wäre eher so ein neueres Problem, aber das war damals scheinbar auch schon so ein bisschen vertreten. Aber das ist jetzt nur so nebenbei. Ich habe mir gerade ganz kurz die Frage gestellt, ob es vielleicht daran liegt, dass man das bei weißen Teilen mehr sieht als bei anderen, aber ich weiß nicht. Kann ich dir vielleicht nicht komplett sagen. falsch sein. Ist auch wurscht. Ja, okay. Wir kommen zum absoluten Highlight, glaube ich. Zum absoluten Highlight dieser Produktserie. Ein Highlight, das wir in der ersten Folge dazu, also in Folge 48, bewusst nicht verwendet haben. Aber natürlich muss das ja irgendwann kommen. Und es ist die 5300. Du hast es schon angesprochen. Wie alle Zuhörer und Zuhörerinnen sehen können, sind die Figuren, die wir gerade besprochen haben, wirklich auch genau so dabei. Es ist das große Puppenhaus. Und Tobi, Silber? Ja, Oder nicht Bronze? Schwimmer, ne? Nicht Schwimmer. Nee. Also, du hast recht. Ich würde es, glaube ich, nicht in Gold packen. Aus dem einfachen Grund, ich habe ja die Neuauflage tatsächlich mal hier zusammengebaut und so weiter. Kann ich kurz raten? Ja, Hast du in Folge 48 kurz andeuten lassen? Ich glaube, du hast gesagt, dass man die Einrichtungen, die man als Zimmer dazu kaufen kann, nicht perfekt in die Hausecken oder in die Zimmer passen. Bingo. Genau das. Das ist nicht hundertprozentig aufeinander abgestimmt und das finde ich sehr, sehr schade. Und deshalb packe ich es in Silber. Wobei ich das, also so optisch ist es natürlich einsame Spitze. Aber ich finde, wenn du dann Zubehör dazu anbietest, dann sollte es auch kompatibel, 100% kompatibel sein und nicht irgendwie nur so zum Reinstellen. Ja, Weil das Haus an sich mit den, die haben ja da, ich weiß nicht, ob es damals auch so war, aber mit den Tapeten und so weiter, alles ein Träumchen. Aber wenn du dann das Zubehör dann nicht vernünftig unterbringen kannst, wobei das wieder aus Kindersicht natürlich gesehen, wieder so ein, es ist natürlich so ein Erwachsenen-Ding irgendwo. Wobei es mich als Kind wahrscheinlich auch gestört hätte, wenn der Kamin nicht irgendwie beim Schornstein ist oder was auch immer. ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee, Oder verstehe ich. es ist ja auch teilweise so, dass du die Küche, die musst du vor ein Fenster stellen, weil du sie ansonsten nicht reinkriegst. Und das hätte mich als Kind definitiv gestört. Ja. Nee, kann ich nachvollziehen. Ich habe da gar keine Beziehung zu diesem Set. Ich kenne es natürlich aus den Katalogen von früher und fand die Serie generell immer cool, aber wüsste jetzt auch gar nicht, ob ich die Serie cool fand, weil die wirklich cool war oder weil ich wirklich dachte, die Sets gefallen mir oder weil ich dann so den Hype so ein bisschen mitbekommen habe. Also was nicht heißen soll, dass ich die Serie nur wegen des Hypes irgendwie mag, aber das Haus so an sich, weiß nicht, hat mich jetzt früher nicht zum Kaufen oder so animiert. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich finde es sehr, sehr cool gemacht und muss es leider auf Gold packen. Also ich finde es halt ziemlich, also ist schon ziemlich perfekt. Das ist, weiß ich nicht. Natürlich die Punkte, die du nennst, die sind komplett plausibel und nachvollziehbar. Also da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Aber ich finde, das ist schon, was da für Details dabei sind. Also, puh. Ja, das bleibt sich unbenommen. Also das ist wirklich, ist schon schön. Aber wie gesagt, man muss ja ab und an auch mal einen Haken finden. Nee, klar. Sonst wäre es ja langweilig. Das könnte man alles auf Gold packen und dann wäre gut hier. Dann wären wir nach 15 Minuten durch. Ja, nee, bisschen. Also es ist ja schon schick. Das ist ja, bleibt sich ja unbenommen. Und wie gesagt, Silber ist ja auch kein schlechter Platz, ne? Genau, finde ich auch. Also da gibt es Schlimmeres, ne? Ja. Wir haben ja noch ein paar Artikel, die hier über sind. Also jetzt haben wir in der Summe 24. Ich glaube, ich würde sogar fast noch eine ganze Folge zusammenkriegen.
Und es wäre witzig, wenn du das kleine Puppenhaus dann auf die 1 setzen würdest. Ja, das kenne ich tatsächlich nicht. Von daher Okay. wäre das tatsächlich nochmal spannend, wie das dann so wäre. Müsste man sehen, obwohl es ja wahrscheinlich einfach nur eine Etage weniger ist. Ne? Ich glaube auch, genau. Ich glaube, das ist ja ansonsten ändert sich da ja nichts. Von daher, ja. Genau. Aber ich glaube, wir haben noch was, ne? Wir haben noch ein bisschen mitgebracht, genau. Wir haben noch zum Beispiel die 5321 mitgebracht. Das ist das Schlafzimmer. Und soll ich anfangen? Willst Ja. du anfangen? Ich kann dir auf jeden Fall sagen, pendelt bei mir zwischen Seepferdchen und Nichtschwimmer. Ja. Aus dem einfachen Grund, es kam später noch eine Neuauflage des Schlafzimmers und das hat mir deutlich besser gefallen. Ich mag diese Farben überhaupt gar nicht. Dieses Ja. Helle finde ich überhaupt nicht schön. Also die Möbel sind an sich schick, aber diese Zusammenstellung finde ich wirklich nicht gerade berauschend und von daher bin ich da. Wo bin ich denn da? Was meinst du denn? Was machen wir? Nichtschwimmer ist es nicht, ganz schlimm ist es nicht, aber ich würde es auch Seepferdchen dann machen. Ja. Ich gehe auf Also Silber. die Möbel. Mach du Okay. erst. Nee, mach du ruhig mal. Ich will nämlich mal gucke ich tatsächlich mal bei Playmobil, ob ich das andere finde. Das andere Schlafzimmer. Mich würde tatsächlich mal interessieren, inwiefern sich das sozusagen verbessert. Weil das Neue ist ja ganz anders. Das, was sie jetzt rausgebracht haben, das ist ja in so einem schönen Kastanienbraun. Ja. Aber erzähl du mal eben erst, warum das für dich, was hast du gesagt, Silber? Silber habe ich gesagt, genau. Ja, Ich finde die okay, Farben ja. irgendwie geil. Also auf den ersten Blick wirklich gar nicht meins. Ich kann damit jetzt gar nicht so viel anfangen. Aber bis auf diese, ich weiß jetzt gar nicht, die Trennwände, da haben einen Fachbegriff, ne? Aber ich weiß nicht, wie die heißen. Was bitte nochmal eben? Diese Trennwand, diese Aufstellwand. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die Französische Dinger Wand heißen. oder was? Die spanische Wand. Wie heißt das? Irgendwie so, ne? Irgendwas Mitteleuropäisches. Die mitteleuropäische Wand, die gefällt mir nicht so gut. Also von der Gestaltung her. Da mag ich Ja. die Farben nicht. Aber sonst, ich weiß nicht, aber ich kenne jetzt noch dieses Produktbild natürlich. Habe da jetzt nicht weiter nachgeguckt, aber anhand dieses Produktbildes würde ich sagen, dass mir das Set schon sehr, sehr gut gefällt, weil ich den Gelbton irgendwie mag. Also mir gefällt das. Ich mag diese Decken, die da so ein bisschen aufgeplustert sind, sodass da die Figuren drunter liegen können. Ich mag die Betten an sich generell auch sehr. Ich mag diesen Schrank, der dabei ist, diese ganze Anrichte. Also ich finde das ganz geil eigentlich. Und die Figuren gefallen mir. Ja, die Figuren finde ich auch gut. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt keine Kritik an den Figuren, muss ich Ja, tatsächlich sagen. ja. Und ich setze noch einen drauf. Ich finde den Teppich oder die Teppiche im Plural finde ich sehr geil. Also obwohl ich mit Teppich gar nichts zu tun habe, aber das ist wirklich schon, finde ich schon sehr, sehr cool. Ich habe gerade mal geguckt, also parallel, ich finde tatsächlich, es scheint so fast, als ob das nur eine Neuauflage in dem Braun ist. Als ob das damals immer so gewesen ist. Kann ich jetzt nicht. Also die Neuauflage finde ich auf jeden Fall richtig gut. Das sind dieselben Möbel, Betten, aber halt in einem dunklen Braun. Muss ich jetzt ja doch nochmal überlegen, ob ich dann für damalige Verhältnisse zu niedrig bin mit dem Seepferdchen. Ach komm, wir haben heute einen guten Tag, wir gehen auf Bronze. Okay. Sehr gnädig. Sehr gnädig auf jeden Fall. Ich finde es wirklich ziemlich gut. Mir ist gerade eingefallen, ich muss mal wie ich gerade schon gesagt habe, die übrigen Sets nochmal raussuchen und vielleicht machen wir das in einem neuen Spielformat, dass wir die dann mit Sets aus anderen oder aus einer anderen Spielwelt dann gegenüberstellen. Da habe ich schon eine Idee. Also schreibe ich dir dann nochmal, dann kontaktiere ich dich dann nochmal und sage dir nochmal Bescheid, weil ich glaube, das wäre dann auch ein ganz witziges Format. Und wir bleiben aber natürlich erstmal in diesem Format. Wohin damit? Und habe noch mitgebracht das Kinderzimmer mit der Produktnummer 5312. Ich gehe mal, oder willst du? Ich vergesse mach ruhig. komplett, wer dran ist. Ich habe keinen Überblick mehr. Jo, ich auch nicht. Ist auch wurscht. Ich gehe mal auf. Ich sehe gerade Ich sehe gerade diese Eisenbahn, die dabei ist. Die Eisenbahn alleine für mich ist schon Silber. Ich bin da so einfach gestrickt, wirklich. Das Schaukelpferd ist für mich Silber, obwohl es grün ist. Das Hochbett ist für mich Gold. Oh, es ist so schwer. Ich gehe auf Silber.
Ich muss kurz überlegen, ob ich noch korrigiere. Ja, ich bin auch gerade überlegen, aber ich glaube, ich schließe mich dem an, weil, ja, doch, ja, Reihe im Sinn. Mhm. Ja, ich überlege gerade, ob wenn man das ohne den Hintergrund sehen würde, ob es dann vielleicht zu Ja, weiß ist, wie auch immer. Aber nee, ich folge dir da auf Silber. ich sehe gerade die Neuauflage mit den ähnlichen Mhm. Farben oder mit den gleichen Farben sogar, die es damals schon gab. Und ich muss Mhm. kurz korrigieren, ich gehe auf Gold. Und ich würde ganz kurz darüber nachdenken. Ich kann es, glaube ich, nicht mehr machen, weil ich meinen Joker schon verwendet habe. Aber Ja. oh, ich liebe dieses Set wirklich. Ich sehe es gerade und ich Ich lieb's. spare mir meinen Joker bis zum Schluss auf, weil ich nicht weiß, was jetzt noch als letztes kommt. Ich glaube, Ja. eins haben wir noch, ne? Oder zwei. Genau, genau. Und guck mal dann, ganz ich habe so kurz. 2, 3 Sachen, die gut sind. Aber da Ja. auf Gold gehe ich nicht. Also da ist mir dann tatsächlich der Zug mit seinem Lila etwas zu. Mhm. Nee, das ist mir dann. Der ist mir zu lila. Das ist dann. Nee. Nee, auch wenn ich Mhm. Pink und Lila mag, da gehe ich trotzdem dann auf. Ich bleib bei Silber. Ja. Oh, der Junge passt farblich so gut zu dieser Lokomotive da, zu dieser Eisenbahn. Das stimmt allerdings, ja. Das sieht geil aus. Und das Mädchen hat auch perfekte Klamotten an. Boah, Ist Also- rothaarig, ja. genau. Ich finde es sehr, sehr geil, wirklich. Ich finde es ist ein sehr, sehr cooles Set. Aber okay. Das nächste Ja. Set ist, glaube ich, auch ein Set, was ein bisschen weiter oben landen könnte bei uns beiden. Wir haben das Wohnzimmer auch noch mit im Gepäck. Es ist die 5320, Tobi. Ja, da lange Rede, kurzer Sinn, das ist Gold. Das ist sensationell. Mhm. Der Ja, ja. Servierwagen, Hammer. Der Ja. Ohrensessel mit seinem Tritt davor, mit dem Teppich. Da möchte ich ja fast selber reinsetzen, um zu lesen. Ja. Dann das Geschirr da und alles. Die Bücher im Schrank, die Kuckucksuhr da oder die Standuhr. Mhm. Also, das ist wirklich Bombe. Das kannst du nicht besser machen, ne? Nee, also finde ich auch, das ist wirklich, ich denke auch da, ich gucke mir gleich nochmal alles durch, aber ich glaube, da wird mein Joker hingehen. Habe ich mir auch gerade gedacht. Ich wollte auch gerade die Frage stellen, ob das vielleicht am Ende dein Joker sein könnte. Und wir gucken mal, welches Ja. Set du dafür verwendest. Ich kann mir, glaube ich, nicht mehr auflösen, ne? Ich habe mir, glaube ich, schon Ach, verwendet. du kannst auch, wir sind ja heute frei und unter uns, hört ja keiner zu. Stimmt. Ich überlege gerade noch kurz, aber ich finde natürlich diese 5312, dieses Kinderzimmer, wirklich perfekt. Aber ich finde irgendwie auch das Set, also den Fahrradboten mit der 5506 ziemlich gut. Und ich nehme mal noch ganz kurz die Kinder mit dem Puppenwagen. Die 5403 finde ich auch sehr, sehr gut. Die drei wären es bei mir am Ende, glaube ich, meine Highlights. Und ich überlege noch ganz kurz und dann muss ich noch mal gucken, ob ich meinen Joker korrigiere. Wie sieht es bei dir aus? Also ich bleib dabei. Ich finde das wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich glaube, das Wohnzimmer haben sie auch fast 1:1 so ins Neue übernommen, weil du da eigentlich nichts mehr verbessern kannst. Mhm. Gefühlt, ne? Und ich mache gerade mal das auf. Ja, es ist 1:1 genau so geblieben, wie es damals war. Mhm. 100%. Und deshalb, das ist eins meiner Lieblingssets. Das war tatsächlich, als sie dieses Dollhouse neu rausgebracht haben, Mhm. habe ich mir nur dieses Set und den Opa. Es gibt ja noch den Opa da, ne? Genau. Die beiden Sets habe ich mir bestellt, ohne Puppenhaus, weil ich einfach diese beiden Sets so sensationell gut finde. Mhm. Und deshalb ist David Hasselhoff heute in einem Wohnzimmer von 1900 unterwegs. Stark. Singt dort über Freiheit und Den Mauerfall. den Mauerfall. Aber ich überlege noch ganz kurz. Oh, das ist bei mir so knapp. Also ich kannte den Fahrradboten halt vorher gar nicht. Ich habe den vorher noch nie gesehen und fand die Farben so gut und finde, das passt so gut zusammen. Aber ich muss noch mal korrigieren. Ich muss wirklich dieses Kinderzimmer nehmen. Wegen dieses Schlafanzugs, wegen dieses Schaukelpferdes, wegen der Lokomotive und natürlich wegen des Doppelstockbettes. Alles sind Sachen, die mich auch so ein bisschen an meine Kindheit erinnern, obwohl das hier so ein bisschen mehr weiblich gestaltet ist alles. So alt find- bist du schon. Ja. Also das ist schon, ich finde das sehr, 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 sehr cool.
Ja, das Kinderzimmer haben sie auch so übernommen, sehe ich gerade. Ich Genau. habe auch noch mal eben geguckt, das Komplett ist ja auch so, ne? 1:1 so übernommen. Genau. Siehst du, die haben einiges haben sie ja geändert, ein paar Sachen. Aber das haben sie ja auch 1:1 übernommen, weil das Badezimmer ist zum Beispiel, glaube ich, etwas anders heute, oder? Nee, ist auch so. Haben ja doch einiges so gelassen. Ich werde verrückt. Ja, da kannst du noch mal, da kannst du die schönen Blumen sehen, die Rosen und wenn du dann da in der Badewanne liegst. Ah, guck mal, da ist so ein schöner Handtuchständer noch mit bei. Ist auch ein tolles Set. Nee, Schon viel aber ich geboten. bleibe bei meinem Wohnzimmer. Ja, ich gehe aufs Kinderzimmer. Ich weiß nicht, ich finde es halt perfekt. Also auch mit der Produktnummer 70892, mit dem neuen Set. Wir müssen die neuen Produkte dann vielleicht auch nochmal vorstellen, um zu gucken, was sich da verändert hat. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber wir gucken mal. Ja, das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist ja zum Beispiel anders geworden. Genau. Dann gehen wir da vielleicht nochmal rein und suchen dann vielleicht noch eine parallele Spielwelt aus, mit der wir dann die Produkte vergleichen und die dann gegenüberstellen. Aber das wird dann, glaube ich, auch eine ganz witzige Sache. Tobi, schon mal vielen lieben Dank für die Folge, die war richtig cool. Ich finde das Thema natürlich auch immer wieder richtig, richtig gut. Ja, ist schon spannend, ne? Dass man da mit so einem Thema auch so vollkommen unbeschwert umgehen kann, ne? Ja, ja, und auch so unvorbereitet hier reingehen kann, finde ich. Also da ist ja nicht viel Vorbereitung nötig und können ja trotzdem hier 45 Minuten fast über diese herrlichen Ach, Produkte krass. erzählen und könnten natürlich So noch viel lange länger darüber reden, ja, ne? Ja, Also ist leider schon, ja. nee, also ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, habt, oder ich hoffe an diesem Punkt, dass ihr viel Spaß beim Zuhören hattet. Ich kann natürlich nicht viel Spaß beim Zuhören wünschen, wenn die Folge fast vorbei ist. Das ergibt wenig Sinn. Bleibt fröhlich, bleibt gesund. Abonniert uns gerne auf YouTube und lasst gerne eine Bewertung da. Wie gesagt, sagt am Ende ruhig, wer die bessere Auswahl getroffen hat. Die sind hier natürlich gegenübergestellt. Die könnt ihr jetzt aktuell sehen. Solltet ihr Spotify nicht nutzen, dann einfach mal schnell auf YouTube vorbeigucken. Da habt ihr eine gute Auswahl oder eine gute Übersicht und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer das hier besser gemacht hat. Also ganz, ganz liebe Grüße. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Macht's gut, tschüss.